Herzlich willkommen, ich bin Kexos und es freut mich, dass du dir dieses Video anschaust. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, muss ich euch noch 2 Zuschauerfragen beantworten und ich muss euch noch über eine Besonderheit bei diesem Video hier informieren. Fangen wir mal mit der ersten Sache an. Es geht um den englischen Untertitel. Dieses Video hier hat ausnahmsweise einen englischen Untertitel. Die Ausnahme kommt dadurch zustande, weil ich heute einen Twitch-Tipp habe für euch und damit dieser ein bisschen was versteht, worum es hier in diesem Video geht, habe ich dieses Video hier englisch untertitelt. Dann wurde ich von einem Zuschauer gefragt, warum ich denn diese FPS- und Ping-Anzeige drin habe, ob ich die nicht ausblenden könnte. Grundsätzlich ist das eine sehr tolle Idee. Ich habe den Zuschauer auch schon geantwortet. Ihr sollt es natürlich auch wissen, das hängt mit der Videoproduktion zusammen, weshalb ich das nicht rausnehmen kann. Die Videos entstehen, während ich spiele. Also ich mache keine Extraaufnahmen, keine vorproduzierten, wenn es irgendwie geht. Das Material kommt, wie es kommt. Und deshalb ist es auch schwierig, diese Ping- und FPS-Anzeige rauszunehmen. Dann kam noch eine weitere Frage von einem Zuschauer. Und zwar wollte der wissen, ob ich ein weiteres Video zum gesteckten FOTD machen könnte, wo es darum geht, wie man beim gesteckten FOTD die Sachen vergräbt, so dass man es eben nicht sehen kann, wenn das FOTD gesteckt ist. Dazu wird sicher irgendwann mal was kommen. Ich verweise aber auch hier an der Stelle auf die Videoproduktion hin. Die Tutorials entstehen so, wie sie im Spiel mir begegnen, wozu ich Material habe, dazu zeige ich auch was, wozu ich nichts habe, kann ich auch nichts zeigen. Und jetzt zum heutigen Thema. Im heutigen Video soll es um das Thema Bailen, Bucketen und Solo-Schöpfen gehen. Dieses Video wird aus 2 Teilen bestehen, denn ich habe in diesem Video 2 Themen zusammengenommen. Zum einen eine Technik, das werde ich im zweiten Teil angucken mit euch, aber im ersten Teil werde ich euch einmal die Ansage Bailen oder die Ansage Bucketen erklären. Denn in deutschen Crews ist es tatsächlich häufig der Fall, dass eine Ansage auf Englisch gemacht wird. Warum zum Teufel ist das denn auf Englisch? Denn das Spiel ist zwar Englisch, aber es gibt ja deutsche Untertitel, also es wäre ein leichtes, es deutsch zu halten. Das hat einerseits ein bisschen was mit der NAL zu tun. Wenn man da nämlich mitspielen möchte, dann muss man tatsächlich Englisch sprechen. Und da ist es dann einfacher, wenn man die Ansagen ebenfalls auf Englisch macht. Und das Englisch hat den Vorteil, es macht es internationaler, denn viele spielen auch mit Nicht-Deutschen zusammen und dann wird es relativ schnell wichtig, dass man Ansagen auf Englisch macht. Und wir fangen mit dem Begriff Bailen und Bucketen an. Die beiden Begriffe meinen tatsächlich beide dasselbe, und zwar das Schöpfen. Und trotz allem, dass die meisten Crews untereinander sehr einheitlich die Sachen bezeichnen, haben wir doch manchmal ein paar Unterschiede. Und das hier ist einer davon. Nämlich ist es so, dass nicht jeder das Wort bailen und nicht jeder das Wort bucketen versteht. Daher empfehle ich persönlich, achtet darauf, dass ihr, damit
nicht das passiert, was mir passiert ist. Mein Crewmitglied kannte tatsächlich nur den Begriff Backhitten und ich hatte darunter einen Sonderbegriff verstanden, beziehungsweise eine Sondertechnik mit X-Cancel, das ja eigentlich gar nicht mehr geht im Spiel. Und ich habe dann zu meinem Crewmate gesagt, du hör mal, ich kann das nicht. Kommen wir zur Schöpftechnik, die ich euch heute zeigen möchte. Wenn ihr die übt, ich habe die Technik, das ist meine allererste Technik, die ich gelernt habe und die kann ich inzwischen fast im Schlaf. Allerdings ist es so, ich habe die Technik bei Streamern gesehen und angefangen zu üben. Und das Erste, was mir am Anfang passiert ist, ich habe am Anfang immer wieder ins Schiff geschöpft. Geht hier der Rat mal raus, achtet darauf, dass ihr nicht ins Schiff schöpft. Ich versuche euch hier mal zu erklären, ja, da muss ich jetzt auch mal erst ein bisschen das Steuer gerade stellen, dass ich nicht in die Insel fahre. Und wir schöpfen hier gerade auf einer Sloop. Das bezieht sich nicht zwingend auf eine Brick und auch nicht zwingend auf eine Galeone. Da gibt es andere Techniken, die man kennen muss man einfach wissen. Aber wenn man solo unterwegs ist, achtet auf eure Umgebung, auch wenn ihr schöpft. Und das Erste, was ich mache, ich nehme Eimer, also schöpfen ist ja nicht schwer, und schöpfe da mal raus. Jetzt habe ich tatsächlich das Werkzeug gewechselt. Ich bin gerade dabei, die Tasten umzulernen. Also für den Eimer jetzt nicht, aber beispielsweise fürs Holz, damit es ein bisschen schneller geht. Dieser Eimer, den ich hier beim Schöpfen rausgenommen habe, der nimmt Druck weg. Aber das ist keine Lösung für Dauer. Irgendwann werde ich diesen Eimer, den ich gerade weggepackt habe, wegschütten müssen. Und das natürlich möglichst nicht ins Schiff. Ich repariere hier einmal. Und jetzt packe ich den Eimer mal weg. Also Schöpfwasser raus. Und ich habe wieder einen Eimer weniger, der Druck macht und habe mir ein bisschen Zeit verschafft, um ein bisschen weiter reparieren zu können. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und jetzt kann ich mich auch wieder auf die Umgebung konzentrieren. Ich sollte vielleicht aufpassen, dass ich da nicht in den Stein fahre. Steuer ausrichten. Und dann kann ich wieder runter. Und hier reicht ein ganz kurzer Blick in den Eimer. Der muss gar nicht lange sein, nur eine kleine Sekunde, wo man überprüft, ist da Wasser drin. Denn wenn ich es nicht tue, schöpfe ich dieses Wasser wieder ins Schiff. Und ich habe tatsächlich reingeguckt. Okay, da ist Wasser drin und das kommt weg. Kritisieren muss man meinen Weg, das ist mir bewusst. Ich müsste auch mal da hier diese Treppen hoch. Der Weg ist tatsächlich kürzer, wenn ich die Treppe hochgehe. Das ist mir bewusst. Daran muss ich arbeiten. Ich habe hier natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel Druck. Aber auch hier Eimer weg, gut ist. Und weg mit dem Wasser. Und schon ist das Schiff trocken. Wie gesagt, hier habe ich nicht wahnsinnig viel Druck. Das kann aber auch schon mal anders aussehen. Wie hier. Hier gehe ich tatsächlich down. Ich habe hier ein Skelettschiff, das mich ständig mit Ballastkugeln beschießt. Fühle ich mich auf der Fähre gestresst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nach wie vor solo unterwegs und ich muss sagen, da ich hier oben stehe, wo ich stehe, ist der Druck relativ gering. Also ich bin ganz leicht ein bisschen nervös, aber das ist nicht massiv.
Weil wenn es massiv wäre, würde ich da oben nicht stehen, dann würde ich direkt vor der Türe stehen und warten, bis diese Türe aufgeht, weil dann riskiere ich es nicht, rückwärts durch die Tür durchzugehen. Das ist auch so eine Eigenart, die ich von Streamern abgeguckt habe. Und jetzt kommt noch ein weiterer Spieler auf die Fähre. Und das Einzige, was man ein bisschen merkt, ist, ich grüße nicht zurück. Ich weiß, ich muss schauen, dass ich sofort wieder aufs Schiff komme und deshalb grüße ich hier jetzt auch nicht zurück. Die Zeit habe ich tatsächlich nicht. In dem Fall hier wähle ich sofort den Eimer aus, weil ich damit rechne und man sieht es auch schon und man hört es auch, dass hier man sieht es auch, dass ich gestrandet bin. Und man sieht es schon, das Wasser ist wesentlich höher hier, als es jetzt beispielsweise vorhin der Fall war. Und ich beginne sofort zu schöpfen. Und da habe ich jetzt erstmal keine Zeit, den Eimer wegzupacken, aber bald wird es gehen. Wenn ihr schöpft, da habe ich noch eine weitere Sache für euch. Hier befindet sich das Wasserfass. Auf der Sloop sollte man darauf achten, dass man nicht das Wasserfass erwischt, wenn man schöpft. Ansonsten ist dann das Wasserfass leer und das Wasser, das eigentlich Druck macht, nach wie vor drin. Das ist natürlich doof. Ja, und eine Katze, die schreit. Und jetzt, wo ich ein bisschen Druck habe, habe ich Zeit, das Steuer ein bisschen einzustellen und auch zu reparieren. Auch hier wieder einmal kurz weg. Das Wasser muss aber schnellstmöglich wieder aus dem Schiff raus. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Es gibt aber jetzt noch zwei Anmerkungen, die ich machen muss. Und zwar geht es darum, erstens mal um den Eimer-Bug. Und zwar ist es so, ich hatte das mal auf meiner Tour, dass ich überhaupt nicht mehr schöpfen konnte. Wenn ich so eine Situation habe, werde ich sie euch zeigen und auch zeigen, wie sich das lösen lässt. Achtet ein bisschen darauf, wenn ihr den Eimer-Bug habt, dass ihr nicht weiter schöpft. Und vor allem guckt, dass ihr den Eimer, wenn er sich irgendwie leeren lässt, leer bekommt. Und das Zweite, was ich anmerken wollte, ist tatsächlich die Sache mit dem Reparieren. Es gibt eine Grenze beim Reparieren. Am Aufnahmetag dieses Videos habe ich einen Tag zuvor die Geschichte mit dem Shrouded gemacht. Und da kamen wir in die Situation, dass das Schiff aufgerissen war. Wir waren zu zweit, solo wäre das da schwierig geworden. Und wenn das Schiff so aufgerissen ist, wie es bei uns der Fall war, dann gilt tatsächlich die Devise, und bei uns war es genauso knapp wie jetzt hier in diesem Video auch, dann gilt definitiv die Devise: schöpfen, 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 alle helfen schöpfen. Außerdem, wenn möglich, erst das untere Deck reparieren und dann das Mitteldeck. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist so ein bisschen das, was ich empfehlen kann. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet was mitnehmen, etwas daraus lernen. Nächstes Mal, und es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, nächstes Mal wird es um das Thema gehen, Haustiere an Bord. Ihr habt das Schreien der Katze vorhin gehört.
Wenn ihr Fragen habt, tut mir den Gefallen und schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin zwar auch auf Twitch unterwegs, ihr könnt mir auch da auf Twitch Fragen stellen. Wenn ihr mich irgendwo in einem Chat seht, denkt aber bitte daran, ich schaue Twitch-Streams relativ häufig, einfach so nebenbei, und es kann ganz gut sein, dass ich eure Frage nicht mitbekomme. Daher sind die in meinen Kommentaren fast besser aufgehoben als irgendwo bei einem Streamer im Chat. Im Abspann habe ich euch jetzt noch einen Streamer-Tipp und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns auf See, euer Kexos.